Willkommen zurück, ihr Lustigen, bei Lust from Beyond. Ich habe mich eben mal schon kurz hier umgeschaut und habe das Regal hier verschoben. Dann kommen wir hier wieder in diesen Raum. Und es ist ein Spielzimmer. Guck mal, lauter lustige Spielsachen. Da so ein paar Schlagstöcke, Peitschen gibt es natürlich. Dieses Kitzelkissen, Drehdingens, was auch immer. Ein Bügelbrett. Und natürlich hier eine Dampflok. Also alles lustige Spielsachen für einen netten Abend. Zu zweit. Aber des Weiteren ist hier leider nichts zum Mitnehmen. Keine Heilung, keine Sanity Drinks. Auch nichts. Also keine Verbrauchsgüter. Doof, aber naja. Zimmer haben wir schon alle abgeklappert. Ich würde da nochmal gerne runtergehen. Ist auch nichts Neues dazugekommen. Bevor ich in den Ritualraum gehe, gucke ich mich noch erstmal kurz weiter um. Ist das jetzt eigentlich auf? Nein, immer noch nicht. Ah. Kann ich damit jetzt eigentlich immer... Ich kann es immer noch nicht benutzen, ne? Das ist frech. Diese Kiste ist da, sieht so mysteriös aus, sind so ein paar Zahlen drauf, aber ich kann damit einfach nichts machen. Saufen beim Billardspielen. Guck mal, der Tisch sieht immer noch so aus wie vorher, hat sich nichts verändert. Our brothers and sisters have already started. Listen to them. What a symphony they perform. Today is exceptionally majestic, for their ecstasy is being carried by the winter solstice winds. Are you ready, seeing one? Just like every day. Raise your prayers to Lusst'ghaa, the lustful god, and follow his call. Da sind sie alle. Begib dich zum Speisezimmer. Sie kann keinen Sex haben, wenn du angezogen bist. Wie ziehe ich mich denn aus? Da. Ausziehen, linke Maustaste. Hallo, ich bin nackig und habe eine Öllampe. Na, wie sieht's aus? Natürlich, in der M-Edition haben sie alle Unterwäsche an. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich habe mal gesucht nach der normalen Version vom Lust from Beyond. Scheint es irgendwie nicht zu geben. Weiß ich nicht. Das Spiel wurde auch supported von, ich glaube, auf Patreon oder auf Kickstarter. Ja, und dann gab es irgendwie eine Demo dazu. Oder beziehungsweise irgendwie das erste Kapitel zum Spielen. Da war das noch explizit. Ist es aber mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Befriedige deine Lust. Eve Lavobrak, Eve Lusst'ghaa. Eve Lavobrak, Eve Lusst'ghaa. Eve Lavobrak, Eve Lusst'ghaa. Okay, genug gebetet. Amanda wants me to get through this book as soon as possible. I'd expected a lot, but this is even more than I'd anticipated.
Don't you want to join in? I'm a novice. I'd rather watch. My name is Natalia, by the way. Victor, I'm one of the Seeing Ones. Really? Me too. I was in the lodge until it collapsed. Then I wandered around until I found out there's no escaping the Land of Ecstasy. You were a Seeing One in Austerlitz's reach, and you're still alive? I hid my gift. I've seen what they do to people like me. That's why I kept those visions to myself. Those fucking psychopaths. I had to watch what they were doing to the other Seeing Ones. If it makes you feel any better, you're only the second person from the Scarlet Lodge that seems normal. Yeah. Lusst'ghaa's affected each of us to a different degree. Who was the first person? No one worth mentioning now. Natalia, consider participating in the rituals as soon as you can. That'll help you find your place here and unite with us. Feels too much like the Scarlet Lodge. You shouldn't be saying this out loud. Let the light of Lava Rock guide you, Seeing One. Na, ich sag mal so, das ist einfach so ein, ja, Kult, die haben halt gerne Sex und beten zu dem lustvollen Gott. Und die scharlachrote Loge hat halt die Leute verstümmelt und gefoltert und alles mögliche. Das machen die hier nicht. Die sind einfach nur gechillt, rauchen, haben Sex. Ja, alles gut. I saw that you're already eyeing our new sister. What do you think of her? Sie hat einen Namen auf dem Rücken, sehe ich gerade. Confused, lost, nothing new. And what new knowledge did you gain from researching the nature of universes? I am very curious about what conclusions were drawn from the work of Doreen Austerlitz. Each day brings me closer to understanding the truth about Lusst'ghaa. Unfortunately, it seems to me that the book is incomplete. Based on the binding, I can tell that pages have been removed. How lucky we were that Lauva Brach chose an antiquarian to be a seeing one. Perhaps somewhere in the Journal of Lassie you will find the answer. Are you talking about the sacred book of Lassie? No, the Book of Lassie contains a collection of truths and rituals related to Lusst'ghaa. His journal is much more simplified. Lassie was the right hand of Doreen Austerlitz, and I know that his work included a description of the contents within the nature of universes. Where can I find this journal? In the library? Yes, however, it's not that easy. One of the Enlightened Ones secured the journal, but later died fighting Austerlitz's minions. Since then, none of us have been able to open this peculiar little box. Many peculiar little boxes have passed through my antique shop. I think I should be fine. If you need help, there's a note in my room with an incomplete set of instructions on how to open it. It's all I've managed to figure out so far, but maybe you'll do better. Here is the key to my room. Just don't touch anything else. Thank you, Master Theodore. Lies die Schriften von Lassie. Okay, also jetzt können wir uns näher mit der Kiste auseinandersetzen, die dann in der Bibliothek ist. Also kommen wir jetzt endlich dazu, mit der Kiste zu interagieren. Wo war denn sein Zimmer nochmal? Ach, das war unten. Das war doch hier auf der anderen Seite. Hier. Gegenüber von dem Ritualraum. Ist abgeschlossen. Er sollte nichts anfassen. Erstmal alles begrapschen. Ich wüsste zu gerne, wie der unter seiner Maske aussieht. Aber so wirkt er schon sehr, sehr creepy. Guck mal, er hat einen eigenen Kamin. Wie geil. Ist er das? Oh, ein Apfel. Da. That's all that Theodore was able to establish on opening the box.
Alkohol versteckt er. Also ein heimlicher Trinker. Hello, Theodore's old friend. Was zur Hölle? Gebiss? Und ein Gehstock. Okay. Aber in seinem Zimmer war jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Kiste war unten, genau. Ephraim, you weren't at the ritual again. What's it to you? Amanda told you to do a head count during the orgy? I noticed you've been avoiding me, so I wanted to chat. Don't be so nervous. Nervous. Who do you think you're talking to? If I don't attend the orgies, are you gonna throw me out of here like you did with Jonathan? What are you talking about? I've been with the association for 12 years, and you come out of nowhere and start telling us what's what. And regardless of whatever bullshit you do, you always get away with it in Amanda's eyes. Jonathan didn't leave on a whim. You know what he did. He certainly didn't do as much as Austerlitz. Ephraim. Don't speak to me again. Gut, dann halt nicht. Dann sei halt ein Wichser. Wir haben noch den Schlüssel von ihm. Passt der hier rein? Nee. Ein ähnliches Ding hatten wir ja auch schon bei uns in der Wohnung. Achso, das war doch richtig. War noch nicht ganz. So, das sollte richtig sein. Bei den anderen weiß er es nicht. Okay, eben die Seite zu blättern. Könnte halt alles sein, ne? 4, 6. 5. Also hat das was mit der Anzahl der Kugeln zu tun? Ach so, okay. Das sind 6. 6 und 3 sind 9. 2, ja. Rätsel gelöst. Easy. Ein schweres Rätsel. The Journal of Lusst'ghaa tells about the 27 visions describing the technology of the omniscience that can be found in the nature of the universes. I was right. Our copy is incomplete. Sitting in the library as usual. Remember to also take care of your body from time to time. I did something for my body during the ritual. What about you? I was wondering where you were. I was looking for Bobby. Have you seen him? Not today, but yesterday he looked very excited. Wouldn't say what was going on. He was drunk, as usual, so I didn't press anything. Did something happen? It's just... I have a bad feeling. And that's all? I'm worried he's nowhere to be found. Last time he disappeared, the lodge caught him. I don't know. Maybe I'm overreacting. I don't feel great around the solstice. A year and a half ago, Christopher disappeared and... Is that the one you had a crush on? Oh, stop it. Christopher was a seeing one, just like you and Bobby. And a year and a half ago... It was a terrible night. I'm afraid it will happen again. What happened back then? No, I shouldn't. I shouldn't tell you. You can trust me, really. Maybe later. And not here. I'm afraid someone will hear us.
Let's meet at midnight in the attic. Fine. If that's what it takes. Thank you. Especially since I know how busy you are. I just discovered that the nature of the universes is missing quite a bit of information about the technology of the omniscience. But why would Austerlitz get rid of it? Or was his grandmother behind it? It's all very interesting, but I'm not in the right headspace for it. I'll see you later. Yeah. See you later. Widme dich wieder dem Studium von die Natur der Universen. Okay, dann treffen wir uns auch nochmal mit ihr um Mitternacht, dann kann sie uns erzählen, was los ist. Path of Candles. Amanda's signature move. Looks like the evening is just getting started. Folge dem Pfad der Kerzen. Kapitel 13. Die Kammer der Dreifaltigkeit. Dann ist der Bär vielleicht ins Spielzimmer gegangen. Vielleicht hat er die Bock, ein bisschen zu zocken. Ist immer so scheiße dunkel hier. Wir lassen seine Klamotten überall rumliegen. Was soll denn das? Warum so umständlich? Die ist doch bestimmt in dem Zimmer. Hab dich. Nee. Oho. Hier rein bestimmt. Nein. Ach, sie ist... Oh. Okay. Ja dann. Steht einfach mal so ein schwummeriges Portal. So mitten im Wohnzimmer. Stell dir mal vor, du bist gerade irgendwie am Essen oder am Film gucken. Kommt da so ein Portal. Na nie. I think I know what this leads to. Das sieht spannend aus. Ich finde das Art-Design dieses Spiels einfach großartig. Was bist du denn für ein kleines Wesen? Ah. Hier nochmal kurz zurück. Mich mal gerne interessieren, wo geht's hier lang? Alles so ein bisschen verwinkelt, ne? Da soll was rein, aber ich hab nichts. Alles sehr obskur hier. Ja, geil. Ich bin runtergefallen. Aua. Das ist wieder so ein schleimiges Schlups. Das sind coole Stühle, die haben.
Da fehlt was. Ich bin unfreiwillig hier runtergefallen. Hilfe! Ich komme da nicht vorbei und das Ding verschieben geht auch nicht. Das Ding kann ich verschieben. Das funktioniert. Ich kann hochklettern. Bringt das was, wenn ich hier hochkletter? Ich muss, glaube ich, das Ding dahin schieben. Aber es schiebt sich nur in eine Richtung. Da hoch bringt halt nicht viel. Ich brauche halt noch so einen komischen Apparaturpenis. Aber die kann ich hier nicht abnehmen, oder? Da. Da kann ich auch noch reinfummeln. Alter, es ist räudig dunkel. Ohne die Lampe siehst du halt hier echt nix. Energy. So, jetzt habe ich Energie getankt. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, was bringt das? Da ist dieses Wesen, aber ich muss erstmal das hier wegkriegen. Kann ich jetzt einen von diesen Penis-Dingern hier wegnehmen? Die sind jetzt halt eingefahren. Das klappt nicht. Ach, da liegt eins. Das ist ein Messer. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Du bist schneller als deine Freunde. Na komm. Muss es auch wieder hier bei diesem Schlopzi hier töten. Es müsste sich da ein Weg aufbauen. Jawohl. Lusst'ghaa. Lusst'ghaa und die Lustigen. Okay, das heißt, hierhin wieder zurück. Dann war. Freu dich. Freu dich, du Sau. Sanity jetzt aufzubauen.
Da ich nicht weiß, ob der nochmal wiederkommt, lasse ich mal. Ah. Messer. Oder was ist das? Speer aus Lusst'ghaa. Der letzte Gegenstand, der mich zu Amanda führen wird. Warum testet sie ständig meine Fähigkeiten? Keine Ahnung. Vielleicht macht das ihr einfach nur Spaß. Kann ja auch sein. Hatte ich doch schon aufgemacht. Wahrscheinlich muss der Dolch da rein. Dieser Speer, was auch immer. Ich bin auch mit Klamotten in Lusst'ghaa. Das ist ja nicht mal ein Türmechanismus. Da wartet sie schon. Welcome to the Chamber of Trinity, Victor. I've heard so much about this place. It's truly amazing. Today is the winter solstice. That's not a coincidence, is it? During the solstice, the lines between worlds blur more than usual. Essence streams become more powerful, but also more unpredictable. Yeah, I already got to that part in the nature of universes. So then you know what the 3 statues standing here represent. Yes. Humor me. I enjoy listening to you. This is Akmalale, the inspired mistress. She led the caste of the Seekers. Its members were focused on exploring the secrets of the essence and understanding the nature of the other universes. When Lauvabrak announced the plan to transform the beings of Lusst'ghaa into entities that would experience continual ecstasy, Akmalale was the first to join him. She embraced the teachings of the lustful god, while passing to him the truths she knew. That's when she opened the mind of Lauvabrak to the essence, so that he could use it to contact us. Akmalala is especially dear to me. The ability to see and shape the essence is a divine gift. In that respect, no seeing one will ever match you. Some have been endowed with equally important abilities. Ogra Ekna, the great liberator. Before the victory of Lauvabrak, he belonged to the caste of the Omniscience, which he eventually betrayed. To the lustful god himself, he was a guide in matters of science and technology. He helped him make Lusst'ghaa into what it is today. Were it not for him, Lauvabrak would have never completed his plan to transform the beings of Lusst'ghaa into the changed. That's why I think Ogra Ekna is the most important among the Trinity. A bold reasoning. I hear admiration in your voice. I've always been on the side of the rationalists. The middle statue, of course, represents the lustful god, Lauvabrak. He turned the beings of Lusst'ghaa into entities that experienced only lust. Now that Lusst'ghaa is dying, he's enhancing its essence to deliver visions to those most sensitive to it, such as us. As soon as Zuthrar is activated, Lusst'ghaa will be cleansed and the visions will cease. At least, that's his plan. Do you still wish these visions would stop? You understand Lusst'ghaa better each day. In time, the fear subsides and the enchantment grows in its place. I can see it happening in your eyes. After what I've been through, it's the only way not to go mad. The story of Lusst'ghaa is a story of escaping consciousness. This is what I need right now. Your knowledge is impressive, but it shouldn't be limited to Lusst'ghaa. What do you know about Willard Yelverton? He was the leader of the Kult of Ekstase and opened the gates to Lusst'ghaa. If I remember correctly, he sacrificed the child of a seeing one to Lusst'ghaa. Correct. And that child was mine. What? He imprisoned me, and then gave our child to the land of Lusst'ghaa, thus opening a portal. So there are people worse than Austerlitz. Willard felt he fully understood what Lusst'ghaa was, that it was enough to get there to experience eternal happiness. But with each passing day, I was getting closer to Lauvabrak, and I understood more and more. The lustful god wanted to bring us to this hall, to the Chamber of Trinity.
It's here that the essence of the 3 Lusst'ghaa deities is contained. During the solstice, this room can grant a chosen person the power of one of them. Is that why you brought me here? Only the marked seeing ones may receive this gift. Willard Yelverton was here first. He received the essence of Lauverbach himself. That's when he became the initiator of his will. When I came here, I received the essence of Akmalala, the inspired mistress. Since then, I've been able to open portals and shape essence better than anyone. So one remains. Ugra Ekna, the great liberator. Am I supposed to fulfill his role? Looking at how much you've achieved, I'm hopeful. All you have to do is release your desires here, in the Chamber of Trinity. If we succeed, we will feel your growing bond with Ugra Ekna. What if it doesn't happen? You've come too far to back down now. This is the moment when we find out if you're a god's avatar or a god's meal. And now, come to me. Finally, a breakthrough. I have to tell Amanda. Alles klar. Es wird immer obskurer. Ich finde es einfach nur noch wow. Kapitel 14, die Maske von Könnte Amanda denn sein? Ist sie in ihrem Room? Amanda. Ich hab hier... Alter, diese Türen als... Ich hab wichtige News. Ich hab was gezeichnet. Da? Amanda, I finally know what the mask is. The one you saw in the Chamber of Trinity? In the Nature of Universes, Doreen calls it the Mask of Ugra Ekna. It grants its holder the ability to activate any of the omniscience mechanisms. So this is the key Lauverbach was talking about at Zuthrar's gate. Victor, that's great news. It all makes sense now. Only the one who created these truths can hold the key. The cast of the Omniscience created Zuthrar, and you are the avatar of its member Ugra Ekna. That's why the gate responded when you touched it. And that's why you saw this mask in a vision. It's yours. It will allow you to open Zuthrar. In the Nature of Universes, I found a symbol next to the mask's description. I'm sure that we passed a gateway with this mark on our way to Zuthrar. I remember that gateway. I've never been able to open it, but you have unique abilities, and I have my faith in them. I'm worried that the book is incomplete. Much of the content concerning the Omniscience technology is missing, and it might have contained some crucial clues. It's an old book that's been passed through many hands. Who knows who might have taken something out of it along the way.
Whatever was once there, we can rediscover that knowledge, just like Doreen Austerlitz did. Let's go. I have matters to attend to in the mansion. In our small family, not everything is as it should be. What do you mean? A woman must protect her secrets. Fine, but I'm going to need some help. There's a first aid kit in the bathroom. Also, I don't think your letter opener is going to be enough this time. I had a revolver while I was underground in the theater, but after that, I don't know what happened to it. Jonathan took it when you lost consciousness. Check the trunk under the stairs. Thanks. First aid kit in the bathroom, revolver under the stairs, and after you'll open a portal for me, right? Yes. Let the light of Lauverbach guide you. Ja, möge die Macht mit dir sein. Sollten wir nicht mit Mabel auch noch reden? I was supposed to meet Mabel in the attic. Ich wollte gerade sagen, das hatten wir auch noch vor. Dann treffen wir uns mal mit Mabel. Mal sehen, was sie uns erzählen möchte. Is it safe to talk now? I think so. Tell me, do you trust Amanda? Yeah, I do. I believe she wants the best for us. She's only trying to understand Lusst'ghaa better. We need to answer Lauverbach. He's calling us more loudly than he ever has before. If we don't respond, more and more people will suffer as a result. Despite whatever it is you think of her, you must know what's happened before. I want to tell you about the night Amanda first appeared at the mansion 1.5 years ago. What happened? It was absolute terror. During the solstice ritual, we were attacked by a being unlike anything we'd ever witnessed before. We all fell into a deep sleep, and when we woke, Amanda was already with us. She became a powerful member and assumed control overnight. Her newly founded power was born out of fear. We all felt it. Everyone but Donald, that is. He still remains too stupid to be afraid of her. Then Christopher went missing, and now Bobby. I'm afraid something terrible is happening again. Christopher was a seeing one too? Yes. At Sabinian's order. I was seducing him. I've grown to really like him, but I didn't have the opportunity to tell him that. Listen, maybe I should just talk to Amanda about all of this. No, you can't. I'm afraid you'll end up like them. You're talking about Bobby like he's dead. Not even a day has passed. Are you implying that I'm overreacting? I'm just saying that you could be wrong. Maybe you're looking for meaning behind why Christopher left. Do you think about Lily often? Lily caused me a lot of pain, and the way she died was even worse. I try to forget it, but I can't. Christopher's disappearance also caused me a lot of pain, although I hardly knew him. Lingering on the past will get you nowhere. We have to shape the future. I recall that you once learned a lot about the future through my cards. I wish the future showed that it had a place for me. You can always try another spread. See what the cards say? It doesn't work that way. You know, let's forget about this conversation. Excuse me. Mabel. Good night, Victor. Okay, irgendwie konnten wir ihr Leiden nicht lindern. Macht sich Sorgen um einen, aber keine Ahnung, wo der hin ist. Jetzt das Anwesen abzusuchen, macht vielleicht auch nicht viel Sinn. Wir holen jetzt erstmal aus dem Bad den Erste-Hilfe-Kasten und dann die Knarre. Scheint so, als ob wir uns jetzt auf unseren letzten Weg machen. Das Spiel ist doch länger, als ich gedacht habe. Ich glaube, ich habe jetzt schon so
Ja, so 7 Stunden auf dem Buckel ungefähr. Hier ist aber nichts. Ah. Okay, und dann noch die Knarre. Na, wer ist denn hier? Oh, Amanda's favorite guy. And he's still walking. Incredible. Oh, the favorite of everyone in the mansion. What do you mean? You'll soon find out what I mean. Like how Bobby probably found out. Mabel just asked me about him. What are you on about? Don't listen to him, Victor. Donald's exaggerating, per usual. Shut it or I'm gonna wet our pants. And you, be careful who you hang out with. I hang out with you guys, and yeah, I can see how that might be a problem. Er will eh nicht mit uns reden, also fuck off. Eine halbe Maske. Die von Bobby ist? Tür geht nicht mehr zu. Jetzt. Da liegt ein Zettel. Kult der Ekstase. Mitgliederliste Jahr 2021. Folgende Personen haben erklärt, dass sie gemäß den Traditionen und Lehren leben werden, die uns Professor Durin Austerlitz auferlegt hat, durch deren Schaffen der Kult der Ekstase im Jahre 1928 ins Leben gerufen wurde. Möge Loverbrooks Licht uns den Weg weisen. Erleuchtete Sabinian. Zeremoniemeister Theodore. Frederick Greene. Sehende Amanda Moon, Victor Holloway, Robert Hayes. Anhänger Clarice, Dominic, Donald, Elmira, Ephraim, Juliette und Mabel. Marble. Eingeweihte. Okay. Ich habe übrigens erfahren, durch ein bisschen Recherche, dass die Masken, die ich ja mal in einer Folge gefunden hatte, weiter unten, durch diesen Geheimgang, dass das die Kickstarter-Supporter waren. Namen der Kickstarter-Supporter. Jetzt sind die Masken zwar hier aufgereiht, also zumindest ein paar davon, aber im Keller waren die ja auch. Victor, can I ask you something? Sure, of course. What did you want to achieve by letting Austerlitz live? Does murder seem like such an obvious solution to you? He was defenseless. How could I kill him? If he were you... I'm not like Austerlitz. And this place is not just another Scarlet Lodge. I hope you can see that. I just want to be sure this is the place for me. Everyone here is fucking, but the truth is, no one's happy. Especially those brothers. The Shackley brothers, they've had a tough life, so you gotta try to be understanding with them. I know, it can be hard. You're probably right. Hier haben wir auch nochmal ein Gespräch geführt. Ich höre das Portal schon wummern. Amanda hat es für uns geöffnet. So, dann gehen wir jetzt zum Ende der Folge zurück nach Lusst'ghaa. Und gucken mal. Ready? The mask of Ugra Ekna won't find itself. Are you ready for a tender farewell? Ich dachte schon, ich würde diese nie hören. Ich würde eine ernsthafte Unterhaltung vorziehen. Ich sollte gehen. I thought you would never ask. Komm, geben wir uns nochmal richtig hier. Lass uns nochmal ordentlich die Lunte lümmeln. Knöteln.
Ich meine, es ist gut, dass man mehrere Gesprächsoptionen hat, beziehungsweise Optionen, irgendwas zu tun. Und das finde ich in den Spielen halt auch immer wichtig, dass man dem User halt so die Möglichkeit zumindest in die Hand gibt, seine Entscheidung zu wählen und dass die halt eventuell natürlich auch Konsequenzen haben. Bei dem Spiel bin ich mir nicht sicher, ob es das hat. Was das Töten der Leute angeht, denke ich mal schon. Aber alles Weitere. Are you motivated and ready for the journey to come? Now I'm way more motivated to come back. Good luck, Victor. Kann Amanda aber auch nicht. Aber ich kann Amanda auch echt nicht wirklich einschätzen. Sie ist so. Die tut so, als wüsste sie viel über diesen Ort und dass unser Charakter sich jetzt so. Oh, wisst ihr was? Meine Freundin ist tot, ich schließe mich eurem Kult an. Keine Ahnung. Aber es ist auch mal cool, so diese Seite zu spielen, von wegen nicht irgendwie ein Detektiv, so wie es wir in Call of Cthulhu getan haben, sondern ja, alles hat hier schon so ein bisschen mehr diesen Sexbeigeschmack halt. Diese Welt, Lusst'ghaa und alles Mögliche, ne? Also das hat schon so einen gewissen, ganzen anderen Touch. Auch diese Welt, es sieht einfach mehr HE-Giga-mäßig aus. Gut, liebe Freunde, aber an dieser Stelle sind wir erstmal fertig. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Lust from Beyond. Ich würde sagen, in der nächsten Folge könnte es höchstwahrscheinlich die letzte sein oder die darauffolgende. Aber, ja. Ich finde das Spiel geil, ist cool. Gefällt mir. Ich mag den Style, ich mag so diese Entscheidungen, die wir halt treffen. Und ja, allgemein. Es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Gibt's nicht viele von. Gut, ich bin erstmal raus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.